Hätte mich jemand vor 10 Jahren gefragt, wo ich mit 40 Jahren im Leben stehen werde, hätte ich wahrscheinlich einfach so geantwortet. Ich denke, ich lebe in meiner Heimatstadt Berlin, bin mittlerweile wahrscheinlich Senior Finanzanalystin, vielleicht bin ich verheiratet und habe ein Kind und bin eventuell gerade dabei, ein Haus zu bauen oder danach zu suchen. Ich hätte so geantwortet, weil es einfach die logische Schlussfolgerung aus meinem bisherigen Weg und wie ein Leben eben zu sein hat, ist. Auch wenn es niemand so richtig offen ausspricht, unsere Leben sind mehr oder weniger vorgegeben und verlaufen oft sehr ähnlich. In jungen Jahren neigen wir dazu, anzunehmen, dieses typische Leben mit Berufsausbildung, Arbeits- und Familienleben macht einen ebenfalls glücklich und vor allem, dass man es gesundheitlich, also körperlich und mental, tragen kann. Ich habe dieses Lebensmodell in jungen Jahren definitiv nicht sehr tiefgründig hinterfragt. Ich bin einfach den Weg gelaufen, der durch die Gesellschaft und unser System vorgegeben ist. Begünstigt wurde das noch, dass mir in jungen Jahren aus verschiedenen Gründen meine Leidenschaft für irgendwas abhandengekommen ist und das Schulsystem war für mich nicht gerade förderlich, was das für etwas Brennen angeht. Ich habe mein Abitur gemacht und danach BWL studiert, weil das eben eine Option ist, wenn man für nichts brennt. Es hieß, wenn du BWL studierst, stehen dir viele Wege offen. Also studierte ich BWL und hatte die beste Zeit überhaupt. Noch heute denken meine Freunde und ich gerne an diese Zeit zurück. Aber jede schöne Zeit hat ein Ende, so auch dieses Studium. Und spätestens jetzt hatte der Ernst des Lebens begonnen. Ich habe angefangen, Vollzeit als Finanzanalystin zu arbeiten und parallel dazu habe ich versucht, mein Privatleben in die richtigen Bahnen zu lenken. Wobei hier die Frage ist, was ist denn wirklich die richtige Bahn? Auf jeden Fall wurde mit der Zeit deutlich, mir fiel es zunehmend schwerer, mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten. Warum ist das so? Und vor allem, geht es nur mir so? Ich würde hier jetzt mal in den Raum stellen, nein, es geht nicht nur mir so. Ja, vielen gelingt es sehr gut, Berufs- und Privatleben gleichzeitig zu bewerkstelligen. Aber es gibt einige, die ebenfalls merken, der Alltag mit Berufs- und Privatleben kann sehr kräftezehrend sein. Dieser Alltag hat oft nicht mehr viel mit dem gemeinsam, wie wir uns das in jüngeren Jahren vorgestellt hatten. Das Tragische an allem meiner Ansicht nach ist, vielen von uns fällt auf die Füße, wir haben nie gelernt, für uns einzustehen. Das gesellschaftliche System fördert eher, wir werden angepasste und sehr fleißige Arbeitnehmer und natürlich auch Arbeitgeber. Wir wollen alles gut machen und auch alles schaffen, was man uns aufträgt. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, aber Nein sagen muss man tatsächlich üben. Nein, ich übernehme diese Aufgabe nicht. Nein, ich möchte das nicht. Dabei sollte der eigene Kompass immer nach der eigenen Gesundheit ausgerichtet sein, was an sich logisch ist, aber an der Umsetzung scheitert es eben doch oft. Hier stehe ich nun. Ich bin vieles nicht, wovon ich mit 30 dachte, ich wäre es heute, und das ist tatsächlich gut so. In den letzten Jahren habe ich so viel über mich selbst gelernt, insbesondere was meine Belastungsgrenzen angeht, weshalb ich nun versuche, mir ein Leben aufzubauen, das zu meinen ganz eigenen Bedürfnissen passt.
Ich denke, je älter wir werden, umso wichtiger ist es, wir bleiben uns selbst treu und vergessen nie, wer wir tief in unserem Inneren sind. Wir dürfen uns außerdem eingestehen, wenn das, worauf wir unser gefühltes bisheriges Leben hingearbeitet haben, nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir dürfen dann auch einen anderen Weg einschlagen und uns ein Leben aufbauen, welches besser zu uns passt. Das kostet allerdings meist oft Mut und eine Portion Selbstvertrauen. Es gibt so viele unterschiedliche Lebensläufe. Es muss sich für dich richtig anfühlen und niemand anderen. Die eigene Gesundheit, die mentale und körperliche, ist dabei immer die wichtigste Komponente, nach der zumindest ich nun meinen inneren Kompass ausrichte.